This orchestra, I think, is the most important musical activities that are in the country right now. So I found this orchestra as the most important opportunity that any musician of the country have. So I feel very proud to say that I'm a member of the Youth Philharmonic Orchestra of Colombia. Colombian Youth Philharmonic has been very important in my life, in my artistic life and personal life too, because this orchestra is like a family. It's very beautiful, the energy that it has. For me, music is the most important thing in my life because, firstly, I was born in a family of musicians. My parents are musicians too, and I am from Ibagué. That is a city in Colombia that is very musical too. And violin came to my life in a very natural way, and I fell in love since the first moment with the violin. I studied in a school that was very musical and they support a lot of the music and the sports. So my friends are very used to that. But I think they are very proud of me because I was very constantly at the very beginning. So now, for example, playing in Europe, I receive a lot of message of my friends saying that I'm very proud of you. That effort that you make is you know it's showing. This is a young orchestra. We have people from the 17 to 24. I think there's a lot of energy all time in the rehearsing and also in the music that we make. I think I feel that young energy. I don't know how we have energy of making all of what we do. I mean, we have rehearsing all day long, and we have like 3 hours sleep, and also we have energy to go out for a beer or something in order to celebrate our efforts to be here. Eine Stiftung von einer Bank und einer Versicherung, die Fundación Bolívar da Vivienda, die haben sich dann entschlossen, die wollen ein Orchester gründen. Ich gehe davon aus, das hat sicherlich auch mit dieser ganzen Bewegung, dass es schon sowohl früher gab, also die Jugendorchester gab es schon seit vielen Jahren, aber natürlich dieser venezolanische große Impuls und großer Erfolg von El Sistema, das hat uns allen irgendwie inspiriert, berührt und interessiert. Und natürlich, wir sind ja Nachbarn, also Nachbarländer, und von daher, das war für uns ziemlich nah und ziemlich stark zu spüren.
Na, schön, Sie zu sehen. So schön, dass so viele Menschen da sind. Todo bien? Alles bereit. Fantasie. Diese Gruppe Visionäre, sage ich mal so, Leute von dieser Stiftung haben gesagt, okay, wir möchten ein Orchester gründen, das es jetzt im Vordergrund die Qualität hat. Also das ist jetzt nicht nur quasi ein soziales Projekt, wo quasi das Lema ist oder das Motto ist, ja, nicht mehr auf die Straße gehen, sondern ein Instrument in der Hand haben. Das ist ein bisschen das andere Motto gewesen von anderen solche Programme. Für uns ist jetzt in erster Linie die Qualität. Was bedeutet das? Dass wir natürlich nur die besten Musiker aus ganzen Landen nehmen. Eine Tournee, auch per se, egal wohin die führt, ist immer wichtig für ein Orchester, insbesondere natürlich ein Jugendorchester, vor allem auch künstlerisch, musikalisch. Und natürlich am Ende des Tages auch in unserem Fall konkret, wenn wir außerhalb von Kolumbien spielen, auch dann die Welt kennenzulernen, zu entdecken. Und wir haben in einige der besten Sälen Europas gespielt. Also wir haben angefangen in Hamburg, wir haben in Köln gespielt, wir haben in Wien gespielt, wir haben heute zum Beispiel machen wir Kammermusik in so einem ganz besonderen Raum auch hier in Kloster Eberbach. Nicht nur dank dieses Orchesters, sondern generell in der Entwicklung der südamerikanischen Musik hat sich tatsächlich sehr viel bewegt. Und ich weiß es nur quasi als Vergleich, als ich noch in Kolumbien gelebt habe, also vor mehr als 20 Jahren, da gab es nur als kleines Beispiel ein paar Universitäten mit einem Musikstudium, vielleicht 3 oder 4, und heutzutage gibt es 20 oder 30. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt genug Nachfrage. Und das heißt, es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die sich dafür tatsächlich interessieren und sie möchten das machen, sie fühlen sich da auch glücklich und inspiriert und das ist schön. Nur die wenigen werden das, wenn man so will, ganz oben schaffen, so professionell oder zum Beispiel nach Europa zu kommen oder in eine tolle Position, in ein gutes Orchester zu kriegen. Das ist ja wie immer im Leben, nur die wirklich ganz ausgezeichnete. Aber man braucht dafür eine große Basis, damit es dann wie eine Pyramide wirklich nach oben geht und wirklich in die Spitze kommt. I really want to study abroad. I think that this is my principal motivation in this moment, and I really want to have the opportunity to live abroad too. But come back to Colombia, it's very important to me too. I really want
to come back and to share all the knowledge I could have, and I think it's like a way to say thank you to the country where I was born, and I think it's like a dream that I have.